Krisen können in vielen Fällen produktiv sein, denn sie tragen damit zu bei, dass ein bestimmtes gesellschaftliches Problem in relativ kurzer Zeit bewältigt werden kann, dass Entscheidungen getroffen werden, die sonst schwer umsetzbar sind. Und sie können dazu beitragen, dass Reformen auftreten. Das heißt, dass andere Wege beschritten werden, um künftig derartige Probleme, die als Krisen bezeichnet werden, zu verhindern. Mich interessiert einfach an der Krise, dass viele immer denken, dass sie rein negativ ist. Sie bezeichnet ein Problem, das wir dringend lösen müssen. Tatsächlich ist es aber so, dass Krisen nicht unbedingt immer negativ sind, sondern ganz häufig bezeichnen sie auch nur oder markieren sie eine Entwicklung, der wir uns stellen müssen, um eine neue Lösung zu generieren. Und diese neue Lösung ist häufig auch sehr viel besser. Das muss aber eben gar nicht bedeuten, dass wir es mit einem unglaublichen Problem zu tun haben, sondern es kann auch bedeuten, dass wir uns einfach weiterentwickeln, dass wir neue Dinge erzeugen, Innovationen zulassen. Man kann zum Beispiel das Beispiel der Ölkrisen in den 70er Jahren nehmen. 1973 und 1979 stiegen aus unterschiedlichen Gründen die Preise für Öl ganz dramatisch und man ging davon aus, dass bald überhaupt kein Öl mehr zur Verfügung steht. Das führte dazu, dass unter diesem Eindruck dieser Krise, dem Eindruck der steigenden Preise und der Abhängigkeit von den Arabern, dass Energiesparmaßnahmen eingeleitet wurden und dass im Haushaltsgeräten, beim Autofahren und so weiter energiesparsamere Produkte hergestellt wurden. Und tatsächlich, als Mitte der 80er Jahre die Ölpreise wieder stiegen, man eigentlich aus dem ökonomischen Kalkül heraus wieder genauso hätte prassen können mit Energie wie vorher, haben viele Menschen diese Techniken des Energiesparens auch beibehalten. Wir denken immer nur, da muss eine Negativentwicklung abgestellt werden. Aber ganz häufig sind Krisen auch so ein Motor, innerhalb derer so eine Gesellschaft sich eigentlich überlegt, wer sie sein will, wohin sie gehen möchte. Und das heißt, sie sind auch so ein bisschen so ein Anlass, sich neu zu definieren und zu überlegen, was könnten wir eigentlich anders machen. Ich persönlich sehe Krise als etwas Essentielles, um Veränderung zu bringen. Also wenn wir persönlich schauen, wie es uns geht, also wir haben ja auch Lebenskrisen. Und zu was führen Lebenskrisen? Lebenskrisen führen dazu, dass wir uns neu immer wieder entdecken. Und so ähnlich verstehe ich auch politische Krisen, gesellschaftliche Krisen. Es ist eine Neuentdeckung, eine neue wichtige Komponente, um Entwicklung durchzulassen, um bestimmte Dinge zu verdauen. It's often said that, of course, every crisis is also an opportunity, and I think that that's true also in the case of climate change, that it presents us with an opportunity to think very differently about how we organize our productive activities, how we think about our transport, what we think of what quality of life consists in. And so I think, as with many crises, this is an opportunity for us also to think about how to do things differently, to pursue different ways of organizing ourselves, and therein lies also perhaps a possibility of hope for the future, that we might be able to achieve a world order in which prosperity is available to everybody, and the fundamental Earth systems are not being put under stress by our activities.